Hat die Milch einen Imageschaden? Früher war sie beliebt und ihre Bedeutung für eine ausgewogene Ernährung unangefochten. Heute ist sie immer noch ein wichtiges, aber stark kritisiertes Produkt. Und die Milchbauern können kaum noch von ihrer Arbeit leben. Macht's die Milch nicht mehr? Butter, Käse, Joghurt, Sahne, Milchpulver, Schokolade und sogar Fertiggerichte. Milch findet sich in 1000 Formen in vielen unserer Lebensmittel. Deutschland ist zum größten Milcherzeuger der EU herangewachsen und exportiert mehr als 1,6 Milliarden Tonnen Milch ins Ausland, die Hälfte der produzierten Gesamtmenge. Aber wenn so viel Milch produziert wird, weshalb geht es den Milchbauern dann so schlecht? Ein kurzer Blick zurück. Zwischen 1984 und 2015 gab es in der EU eine Quote, die die Milcherzeugung regelte. Vor 1984 konnten Milchbauern zu Preisen weit über dem Weltmarkt produzieren und die EU nahm ihnen zu viel produzierte Milch ab. Somit hatten Milchbauern immer ein stabiles Auskommen. Aber dieses Vorgehen wurde zu teuer. Deshalb führte die EU 1984 die Milchquote ein, die feste Preise nur für eine bestimmte Milchmenge garantierte. Seit 2015 gibt es diese Quote nicht mehr. Milch wird zu Weltmarktpreisen gehandelt, gibt es ein Überangebot, sinken die Preise. Schlecht für Bauern, die zu große Bestände haben. Denn die Kühe stehen weiterhin im Stall und müssen gemolken werden. Und das nicht zu knapp. Die Ställe wurden im Laufe der Zeit modernisiert, wurden mit Technik ausgerüstet und wuchsen. Die Anzahl der Kühe in den Ställen stieg an, damit Milch effizienter produziert werden konnte. Milchkühe sind heute Hochleistungstiere. Eine leistungsstarke Kuh gibt etwa 10.000 Liter Milch im Jahr. Seit dem Wegfall der Quote ist das Produktionsrisiko für Milchbauern deutlich größer geworden. Sinken die Preise, können sie ihre Milch nicht mehr kostendeckend verkaufen. Von der Molkerei bekommen sie häufig nur 35 Cent pro Liter oder weniger. Sie benötigen aber rund 40 Cent, um diesen Liter zu produzieren. Also steigern sie ihre Milchproduktion, um mehr Einnahmen zu erzielen. Das alles in der Hoffnung, so über die Runden zu kommen. Viele Verbraucher greifen unterdessen weiterhin oft genug zum günstigsten Milchprodukt im Kühlregal, obwohl sie gleichzeitig die Landwirte für ihre Massentierhaltung kritisieren. Oder sie greifen zur pflanzlichen Alternative, die aber im Hinblick auf ihre Klimabilanz nicht immer die bessere Wahl ist. Hat die Milch also noch Zukunft? Es stimmt, die Produktion der Kuhmilch muss sich ändern, aber ohne die Landwirte auf der Strecke zu lassen. Wenn wir so in der Zukunft zu einer tierfreundlichen und regionaleren Produktion gelangen und als Verbraucher bereit sind, einen angemessenen Preis zu zahlen, dann wäre allen geholfen.